Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tangle Tower, wo uns gerade suggestiert wurde, dass wir uns hier im Garten nochmal umschauen sollten. Also machen wir das mal. Diese Krabbe hier ist mega auffällig. This wasn't here before. Sicher? Das habe ich nämlich auch überlegt, weil die halt so auffällig ist, ne? What is it? Aufheben, It's a auf little jeden wooden Fall. toy. Looks kind of like a crab. There's a note stuck to the back. Mhm. What does it say? Oh, oh. Grimoire? Oh wow, eine Art hölzernes Spielzeug. Eine Lage dunkle Tinte liegt hinter einer Glasschicht. Das ist mein neuer Freund. Er mag Musik. Einfache Melodien erfreuen seine Seele. Viel Glück an euch beide. Freya. Kann ich hier... Okay, nee, ich kann hier nichts drücken. Oh. What do you think? Is it really from her? How can it be? Nun, haben wir die Leiche schon gesehen? Why don't we check the handwriting with Freya's diary? Oh, okay. Good idea. Hold on. Well, It's a perfect match. oh, it's confirmed. We have a ghost helping us. Let's keep this to ourselves for now. What about the little wooden toy thingy? Maybe we can put it to some kind of use. Oh. Nicht abgeschlossene Angelegenheiten. Okay. Oh wow, haben wir jetzt sowas wie das Kapitel beendet? Wir müssten ja jetzt auch... Oh, wir haben die Krabbe gar nicht. Wo ist die Krabbe? Ich dachte, wir hätten die jetzt. Ah, hier! Das ist ein extra Menüpunkt. Das ist mein neuer Freund. Er mag Musik. Einfache Melodien erfreuen seine Seele. Viel Glück an euch beide. Freya. Also ich würde ja denken, wir müssen ihn vielleicht in der Nähe vom Grammophon oder vom Klavier oder so benutzen. Oder? Wäre das eine Idee? Wenn wir mal hier hingehen und Poppy nochmal bitten, dieses Stück zu spielen vielleicht. Poppy, könntest du vielleicht nochmal... Yeah, it's mine. Können Sie das Stück für uns Can you play spielen? the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Hat meine Holzkrabbe was gemacht? Hat das geholfen? Oh, Tatsache! Klavier. Ah. Oh, jetzt können wir das wiederholen. Okay, das ist spannend. Wir sollten auf jeden Fall auch nochmal das Grammophon probieren. So, entschuldigt uns. Wir müssen da hoch. So, probieren wir es mal. Und zwar erstmal hier diese Musik. It's piano music. Ja, das wussten wir ja schon. Hier ist eine Aufnahme von Klaviermusik. Sie spielt eine Weile lang und endet. Poppy hat die Klaviermusik für Freya aufgenommen und ihr die Kassette geschenkt. Der Riss in der Kassette muss vor kurzem entstanden sein. Möglicherweise während des Mordes. Und möchtest du dir das merken, Krabbe? Scheinbar nicht. Dann wohl nicht. Hatten wir... Yeah, there might be a reason for that. Okay, seltsame Atmosphäre. Ja, aber ich wollte eigentlich... wo ist denn unser... Wo ist denn unser Krams hin? Ach hier. So. Nö, die Krabbe hat sich das nicht gemerkt. Aber wir haben jetzt hier... Da kommt ein Symbol zu. Ob das wichtig ist? Das ist wirklich verdächtig. Hatten wir irgendwo noch eine Melodie vielleicht? Uns fehlt auch noch nur noch ein Gegenstand, ne? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Komisch, komisch. Okay, die Frage ist, was machen wir dann jetzt noch? Gab es noch irgendwo eine
Spieluhr oder sowas? Hier oben. Nee, das war What diese is Rolle. Not sure. Some Looks kind of... like it might attach to something. Eine Spule. Ja, ich erinnere mich. Spulendingens mit einem dünnen roten Seil. Haben wir irgendeinen Ort, wo man irgendwo herab könnte? Gibt es einen Brunnen oder dergleichen? Hier draußen vielleicht? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Gucken wir mal. Nee, hier ist kein Brunnen. Hier ist nur Wasser halt. Steinplatz. Das ist alles irgendwie verdächtig. So, beim Detective müssen wir wahrscheinlich noch rausfinden, ja, was sie erforscht eigentlich, was sie eigentlich möchte. Sollen wir sie mal nach allem befragen? Sie ist schließlich ein Detektiv, ne? Das könnten wir schon machen. Ich befrage sie, glaube ich, mal nach allem. Aber erstmal nach sich selbst. 314 cases solved. 314. Oh, oh, der arme Grimoire. So, was kann sie uns zu Poppy noch Poppy erzählen? has remarkable musical talent. She could be famous, wealthy even, if she wanted to. She'd probably have to leave Tangle Tower first. Quite. I'll say this, he's well suited to physical labor. That's a nice way to put it. Fitz spends most of his time alone in the greenhouse, but I heard he's been breeding experimental flowers in secret. Whoa, scandal. I just wonder if he's getting restless. Okay, das ist schon irgendwie interessant. Aber was für Blumen könnte er denn züchten? Gefährliche vielleicht? Considerably intelligent, and her powers of observation are enviable. But she has no ambition, no focus. In her defense, she's still a teenager. Barely. Okay, das zählt nicht mehr. Wie alt ist sie nochmal? 17? Ja, also gerade so noch Teenager. Sowas mit Did Felix? you get anything useful out of him? Not sure. What about you? Nothing worth committing to paper. I think he knows more than he lets on. Probably. But talking with him is so tedious. Okay, und Flora, die Quite the letzte. stoic statue, isn't she? I can only dream of being as cold and indifferent as Flora Fellow. You think she's hiding something? Perhaps. She has some strange habits. I heard she barely sleeps, an hour here or there, sporadically. Spends the rest of her time staring up at the sky. Irgendwie überrascht mich das gar nicht bei Flora. Apropos, wir wissen ja jetzt auch, dass sie ihren Vogel verloren hat, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das ansprechen sollten. Does Flora still own that bird? Do you know? Don't think so. The drawings are from a few years ago. I see. Ob sie beauftragt wurde, sie könnte ja beauftragt worden sein, den verlorenen Vogel zu finden, aber dann hätte sie das gewusst. Was sagt sie zu der Kassette? I believe that was in Flora's room yesterday. But it was not cracked when I saw it last. Oh, okay, das ist wirklich interessant. Was ist mit dem Grammophon? Das bestimmt dann auch nicht, oder? A somewhat cumbersome device, and an altogether inefficient way to listen to music. What kind of music do you like, Hawkshaw? I like anything. What a cop-out. Okay, ja, weiß ich nicht. Was noch? Die You Pflanze. consider that important evidence, do you? Ja, schon. Was mit den Noten? Is that a clue? Don't know. It was important enough to be framed, though. I framed my law degree, doesn't make it a clue. Same? Yeah? Okay, die Detektivin macht uns ein bisschen fertig. Was mit den Farben? Paints? Yep. Paints. Mm-hmm. Okay. Die Vögel? 3 birds, 1 cage. What makes them worth keeping cooped up, I wonder? Would they not be happier flying free? But then they might fly away from Tangle Tower entirely. I wonder if they would. Oh, okay, das wird hier sehr, ja, als, ja, sehr metaphorisch, wollte ich sagen. So, ach, das mit dem Blasrohr, weiß sie vielleicht, warum das kaputt gegangen Some ist? breed of amphibious humanoid. Potentially bipedal. Although none of the statues show the creature's feet. I guess we'll never know. Okay, das Foto? Who's that? Not Poppy. sure. It doesn't really look like anyone we've met so far. Strange.
Das wissen wir doch, dass es Poppy ist. Und hier sind Freya und Fifi. Photograph of Freya. Could be important. Okay, ich weiß gar nicht. Sollen wir den Rest auch noch abfragen? Irgendwie bezweifle ich, dass sie was dazu sagen kann. Das Tagebuch vielleicht dazu. Diary. Have you read it? Not yet. It's locked. And you haven't attempted to force it open? That would be cheating. Wir haben doch schon drin gelesen, oder? Haben wir auf jeden Fall. So. Und da standen ja auch Sachen drin, die ja sehr mysteriös sind immer noch. Professor Pointer besaß einen seltenen Käfer, doch er ist vor kurzem verschwunden. Er ist der Meinung, dass er gestohlen wurde. Ach, vielleicht ist darauf der Detektiv angesetzt. Die Detektivin. Danach fragen wir sie noch. Where did you find this? Do you have any theories about where this might have been? Or who might have had it. I have several theories, but they are my theories and I'm not going to share them. Okay, hätte ja sein können. Sie wurde angesetzt darauf, den Käfer zu finden. Na gut, okay. Wisst ihr, was ich auch noch mir überlegt hatte, was wir mal versuchen können? Wir könnten doch mal Fifi bitten, die Farbe zu analysieren. Sie hat ja schließlich auch die Farbe auf dem Bild analysiert, wenn ich mich recht erinnere, oder? Vielleicht können wir sie nach den Farben, die wir dabei haben, auch mal fragen. So, wir hatten hier eine A Farbe. wooden carving of my father, made by my father. Although, now that I look at it, I do not understand how he was able to paint the red parts without any red paint. Ja, hier ist ja rote It is a Farbe. model of Freya, made by my father. A model of Flora, you mean? And a man with a beard. And a little red and white creature. Why would my father make a model of Freya? Oh, ist sie, ich hoffe, sie ist jetzt nicht eifersüchtig, ne? Dass er von Freya eins gemacht hat und nicht von ihr. Ist aber auch ein bisschen gemein. So, die Farben. Also hier hat sie ja zu den Farben nicht so wirklich was gesagt. Dann probieren wir mal Fifi, hier. did you test the red paint in this pot? Yes, I did. I discovered it too was blood, not paint. A whole pot full of blood? Not a whole pot. It is only partially full. Yeah, but still. Doesn't that freak you out? No. In fact, it may be considered rather reassuring. Okay, das heißt, wir wissen jetzt in dem Topf, also die Farbe auf dem Bild war schon vorher Blut. Das heißt, sie wusste eventuell nicht mal, dass sie mit Blut gemalt hat, sondern sie hielt es einfach für rote Farbe. Aber es war halt mit Blut gefüllt. Und was denn hiermit? Das ist ja mega I rot. believe Freya was attempting to communicate something through this painting. Any idea what it was? I am not the person to ask. All I see is a blood-red mountain with angry storm clouds brewing above it. As such, I cannot ascertain any meaning from it whatsoever. Okay, wir fragen die falsche Person. Vielleicht ist es ja ein Hinweis darauf, dass wir nochmal andere nach dem Gemälde fragen sollten. Wen ist allerdings die Frage? Wer könnte sich denn mit Kunst auskennen? Wir könnten den Vater natürlich mal fragen, ob der was... Wobei, ist ja gar nicht der Vater von Freya, ist ja der Vater von Fiona. Aber zumindest malt er auch, ne? Da könnten wir ihn schon mal drauf ansprechen. That's one of Freya's paintings, is it not? It's impressive, but a little miserable for my tastes. Okay. So, wir haben ihn noch gar nicht nach Freya gefragt, das machen wir also auch mal. Uncommonly skilled as an artist, but Freya was so much more than her talent. She helped me get started with my own painting, you know. It taught me what she knew about wood carving, too. Tremendous patience. She was ever so good with dear Flora. Freya and Flora were close? Oh, yes, especially recently. How are you related to Freya? Somewhat distantly, as it happens. Nicht, My müsste es sein, father, oder? Lord Fellow, was her grandfather. Technically, that makes her a fellow. Let's just say there was some discussion over whether she ought to carry the name at all. There's a family tree in the Grand Hall. You should take a look at it. What about her inheritance? Freya's parents died when she was around 3 years old. She came to live here shortly afterwards. Nobody left her a thing? I'm afraid not.
She had no formal claim over anything at Tangle Tower. Oh, okay. Also aus Erbe war es nochmal nicht genau. Ich hab den Stammbaum hier vor mir. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich habe den mir ausgedruckt, damit ich nicht immer verwirrt bin. So, wir haben ihn gar nicht nach Fitz gefragt. Mit dem ist er ja, das ist eigentlich sein direkter Neffe. Und Freya ist dann mehr so über die Großeltern noch, also noch weiter entfernt. Fitz? I don't trust him. He's slippery. Never commits to anything. Brain like an onion. An onion? Did you two have an argument? No, but my daughter doesn't like him at all. And I trust Fiona's judgment entirely. She's a very vigilant young woman. Oh, okay. Fiona mag den gar nicht. There's Wollen wir something sie... about Felix's painting supplies. Something suspicious. Let's ask him about it. Machen wir gleich. Kleinen Moment. Vorher, bevor ich das vergesse, da haben wir zum Glück einen Hinweis drauf, das vergessen wir nicht. Fragen wir nochmal Fiona nach Fitz. Wenn sie ihn überhaupt nicht mag, dann ist es in der Tat was, wonach man mal fragen sollte. Name, Fitzfellow. Age, 24. Profession, cryptobotanist. Likes soil, dislikes electric lights. Hang on. Cryptobotanist? I thought he was just a gardener. That may well be his preferred label. Mine, however, is more accurate. Do you and Fitz not see eye to eye, Fifi? We do not. Well, I wouldn't have thought so. He's well over 6 foot and you've got to be just barely 5. So, what's your problem with him? Exactly 1 week ago, I witnessed him sneaking up Pointer Tower. He was making every effort to avoid detection. So? He was also carrying a knife. Das ist ja, aber er ist in den Pointer-Turm gegangen, nicht in den Fellow-Turm, wo was passiert ist. Aber er hat ein Messer getragen, das ist ja mal mega interessant. Ich wünschte, wir könnten ihn danach There's fragen. something about the report of Fitz going up Pointer Tower. Ja, Something suspicious. auf jeden Let's ask him Fall. about it. Was sollen wir zuerst machen? Nee, das mit dem Messer finde ich interessanter. Das mit den Farben machen wir danach. Kommt. So, Fitz, wie du da verdächtig im Dunkeln stehst. Mit leuchtenden Augen. Ich habe einen Verdacht. So, Fitz, I have a report that you were seen sneaking up Pointer Tower. Holding a knife. That's not right. I don't go into Pointer Tower. I don't own a knife. And I don't sneak. Was it Fifi who told you this? How did you know that? A guess. She doesn't like me very much. But yeah, she was mistaken. Maybe she wasn't wearing her eye lens thing. What do you think, Grimoire? Fifi hat Fitz definitiv mit einem Messer gesehen. Fifi hat gelogen und Fitz nie gesehen. Fifi hat Fitz gesehen, aber er trug etwas anderes. Ich glaube, das hier ist das, was am ehesten stimmt. Die Frage ist, was trug er? Auch wieder die Feder? Mal gucken. Fifi did see Fitz, but he was holding something else. So, if it wasn't a knife, what was it? Okay, wir müssen untersuchen. Was könnte... Oh, die Kelle! Die sieht halbwegs messerförmig aus. Das könnte sein. Das könnte sein. Probieren wir mal. What about this? Ah, that. Is it yours? It was a gift. It's sentimental. I have no reason to take it up Pointer Tower. I don't use it at all. Okay, wir denken darüber nach. Eine einzelne Feder, ja, das hatte ich ja überlegt. Wurde von Fitz genutzt, um dies zu schneiden, um dies zu schützen, benutzt, um zu vergraben. Sollte dies zerstören, passt genau hierzu. Uff, ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Die Topfpflanze ist ja, glaube ich, von Fitz, ne? Für Penny gewesen. Das würde ja auch passen, weil die ja zusammen sind. Also vielleicht wurde genutzt, um das zu vergraben. In Pennys Zimmer. Das probieren wir mal. An ornate trowel was used to bury a potted flower in Penny's room. Almost. Maybe just change one thing. Okay, eine Sache. Es ist wahrscheinlich das hier, ne?
vergraben, dann wahrscheinlich passt genau hierzu. An ornate trowel is part of a matching set with a potted flower in Penny's room. Almost. Ach, Maybe verdammt. just change. Gibt es einen Grund, aus dem Fitz mit der Pflanzenkelle zum Pointerturm gehen würde? Naja, halt, um die halt anzupflanzen, ne? Um das zu schützen? Aber schützen macht nicht so viel Sinn. Außer Penny kümmert sich da nicht rum. An ornate Ah, trowel okay. is used by Fitz to look after a potted flower in Penny's room. Ah, okay. Look after Flower. ist ja mehr kümmern. Yes. Ne? I've never seen it before. We need a clue to compare to that flower. Something that proves its connection to Fitz. Okay. Also er hat sich um die Pflanze gekümmert, weil Poppy Penny, warum heißen die alle so ähnlich? Penny hat sich nicht um die Pflanze gekümmert, sie mag sie nicht so richtig, ne? Deswegen hat er das gemacht. So, die Frage ist jetzt, wie passt die Pflanze zusammen zu ihm? Ja, da ist halt ein Herz drauf. Frisch und feucht. We need a clue that's got some connection to this one. Ach so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss ja schon dran sein irgendwie. Die Topfrucht? Ach so, weil es dieselbe Erde hat wahrscheinlich. Oder? Ja, Fitz benutzt diese einzigartige blaue Erde für all seine Pflanzen. Genau. Deswegen Let's take a wahrscheinlich. closer look at these. Die Erde ist gleich und daher wissen wir, okay. So, der Topf und die Erde. Und der Topf und die Erde. So. In Pennys Zimmer sind genau wie der Topf und die Erde in Fitz Gewächshaus. So. The pot and soil in Penny's room matches the pot and soil found in Fitz's greenhouse. Let me guess. Penny's flower was originally a gift from you, Fitz. There's no way it's a coincidence. No way what's a coincidence. The flower. It looks exactly like Penny. It took me a long time to breed. I wanted the colors to be exactly right. That's some gift. Turns out Penny isn't particularly interested in looking after plants. So I go into her room every now and again. And when she's not there, water the flower, change the soil. Just trying to keep it alive. Okay. Das ist jetzt ein bisschen metaphorisch für die Beziehung, ne? Sie kümmert sich halt nicht um Pflanzen, obwohl er die extra für sie gezüchtet hat in ewig langer Arbeit und sie mag die nicht mal besonders. Und deswegen muss er da jetzt hin und sich kümmern. Ach, das ist schon schade, ne? Ich wünsche, sie wüsste davon. Na gut, aber wir haben ja noch mehr Verdachte auszusprechen. Gehen wir mal rüber. So. Junger Herr Felix, ich habe auch bei dir einen Verdacht. So, about this paint we found in your room. Nothing suspicious about it. I used it to paint, obviously. Totally normal thing to do. We never said it was suspicious. Come on then, out with it. What exactly are you accusing me of? Das ist nicht ihr Farbtopf. Ja, genau. Das hatte ich ja schon überlegt, dass der aussieht wie dass die Farben... Ach, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Darüber haben wir letzte Folge geredet. Das ist nicht ihr Farbtopf. It's not your paint pot. Did you take it from somewhere else? What on earth? It's definitely mine. I even have proof. Look, the lid matches the ones on all my other paint pots. End of discussion. Ja, aber die That's Form not the end of the nicht. discussion. We need a clue to compare with Felix's red paint. Something to prove who it actually belongs to. Ja, auf jeden Fall. Hier weiß ich mehr als bei dem mit Fitz. Bei Fitz bin ich ein bisschen look at this. im Dunkeln gestochert, aber hier weiß ich schon, worauf ich hinaus will. Hier, der rote Farbtopf und der rote Farbtopf. Beziehungsweise... kann ich noch was anderes? Ja. Wurde gestohlen und ausgetauscht gegen Felix' roten Farbtopf. Und die Deckel wurden ausgetauscht, um das zu verheimlichen. Ja, das stimmt. Der Deckel passt zu den anderen, aber die Form passt nicht. Freya's red paint pot was stolen and replaced with
Alex's red paint pot, but the lids were swapped to hide it. That red paint is from Freya's supplies, not yours. Swapping the lids doesn't hide what you did. Why are you bothering me about paint anyway? And none of this is connected to your murder. Naja, aber in dem einen war gar keine Farbe, sondern Blut. Das ist schon irgendwie wichtig, ne? So, der rote Farbtopf. Das zerstörte war mit etwas gefüllt. Es war Blut, womit Freya dann Flora malte. Ja, genau. Beziehungsweise halt die Feder anmalte, sodass alle dachten, es wäre ein Messer. Ein blutiges Messer. This red paint pot was somehow filled with blood before Freya used it to paint Flora. Oh, that's definitely something. Right, fine. Here's the story. I was busy working on a project when I suddenly realized I had run out of red paint. There was a certain amount of time pressure, so I politely asked Freya if I could borrow hers. Just for a little while, you know, perfectly reasonable request. But she said no. I tried to explain why I needed it, but she didn't seem to care. So, well, I took Freya's red paint pot and swapped it with my own empty one. You went into her room? Not my proudest moment, but it's just paint. I didn't touch anything else. And the paint pot you left behind was definitely empty? Quite. I have absolutely no idea how it got blood in it, if that's what you're asking. Why were you in such a hurry to get a hold of red paint anyway? I was trying to finish this in time for Flora's birthday. I needed red to paint the final details. Could you not have just used a different color? Out of the question. It had to be red and white. If you managed to finish it, why haven't you given it to Flora yet? Well, I decided against it in the end. After what happened, seemed a bit insensitive. Oh, wir haben eine Frage. Let's go over what we know about the crime scene. Auf jeden Fall. Wir haben ja inzwischen erfahren, auch, dass Flora ohnmächtig war, ne? Flora war, oder auf jeden Fall lag sie am Boden aus irgendwelchen Gründen. Und es kam irgendwie Blut in den Topf und das ist alles extrem verdächtig. So, mal gucken. Der Tatort. We know a little more about the crime scene now. So, what do you think? Was Freya stabbed by her own painting? Wahrscheinlich eher nicht. So, der aufgemalte Tintenklecks sollte etwas übermalen. Oh. Sollte dies verbergen? Sollte folgendem gleichen. Wurde ersetzt durch. Wurde zum Malen benutzt. Tja, jetzt weiß ich gar nicht so recht. Die gemalte Tintenklecksfeder sollte... Also das hier sollte ja der Feder von dem Vogel gleichen. Wurde ersetzt durch... Achso, Farbe aus dem Farbtopf wurde ersetzt durch Blut aus dem Farbtopf. Das sollte Magie beweisen, um Verweise zu verbergen, um Freya abzulenken, um Freya zu erstechen. Wie ein blutiges Messer aussehen. Das sollte Magie beweisen. Ja, Magie wäre es ja schon, wenn das Gemälde Freya ermordet hätte. Also ich würde sagen so. Man hat die Farbe ersetzt durch Blut, damit wir denken, das Gemälde hat sie erstochen. Paint from the paint pot was replaced by blood from the paint pot to prove the existence of magic. Nope. Oh, nicht mal annähernd richtig. Okay, schade. Woher kam das Blut und wie wurde es verwendet? Naja... Also, das Blut wurde zum Malen benutzt. Achso, es ließ die gemalte Tintenklecksfeder wie ein Messer aussehen. Moment, gibt's das? Ja, wie ein blutiges Messer aussehen. Okay. Ja, das ist natürlich wesentlich eindeutiger. Dann machen wir es so rum. Blood from the paint pot was used to paint the red tip of the painted ink-dip feather to resemble a bloody knife. I think you're right. Can't decide if I'm disappointed or relieved.
I have a question. Why? Either it's a very strange coincidence, or somebody set it up. Somebody deliberately put blood in the paint pot and hid that feather after the crime. Why? To distract us? Possibly. Well, it worked. Possibly. Flora's the only person who could have hidden the feather, unless someone took it from her. Let's go over what we do know. The door was locked the whole time. It stayed locked until Fitz kicked it down. Normally, it can only be opened from the inside. Pointer said he couldn't see Freya from his telescope, but he did see Flora lying by the window. So whatever got Freya, got Flora too? Except Flora survived. She didn't get a stab wound like Freya did. Hold on. If there was no knife, then what did stab Freya? It could be anything. It might not even be important. How is it not important? Right now, I'm less interested in the what, and more interested in the how. The angle of Freya's wound suggests she was stabbed at a perfect right angle. That is, from directly in front of her. But she was standing right up by the canvas. Somehow, Freya ended up lying on her back, still perfectly in line with a painting. Maybe something went through it. Through the painting? Wouldn't that leave a hole? Okay, well, how about this? How do we know Freya was stabbed before she fell over? Maybe her being stabbed and her falling over are completely unrelated. Das könnte sein, vor allem wenn Flora ja auch lag. Irgendwas ist passiert, was die Farben zerbrochen hat und das Grammophon und die Kassette und alles. Und das hat dafür gesorgt, dass beide stürzen, sowohl Flora als auch Freya. Und dann wurde Freya erstochen, auf dem Rücken liegend. Und jemand hat vorher Blut da reingemacht, weil es schon geplant war. It's a garden, I think. We could. Ready when you are. Ja, ich habe vergessen, wie man läuft. Über die ganzen Erkenntnisse. Das war zu viel für mich. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen? Ich würde ja gerne mal, ich wünschte, ich könnte halt mal mit Flora reden, ne? Die hätte so viel zu sagen, die Dame. Und hier ist definitiv kein Loch. Dass hier diese Risse überall sind. Irgendwas hat hier den Turm erschüttert. Und wir können nicht mit ihr reden. Wir haben auch schon den Verdacht. Und wir können sie nicht fragen. Wir können sie nicht zu unseren Erkenntnissen fragen. Ach, das ist so frustrierend, dass die Dame nicht redet. Na gut, aber ich würde sagen, da ich jetzt etwas ratlos bin, machen wir weiter in der nächsten Folge von Tangle Tower. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Damit bis dann.